Das Coole ist, in die Richtung ist Westen. Aber jetzt starten wir auf die Wanderung im Store Mosse Nationalpark. Das wird teuer. Ach, Schweden. Ich glaube, hier bleiben wir erstmal 1, 2 Nächte. Unser letztes Video haben wir an diesem wahnsinnig tollen Stellplatz auf der Insel Sturkö beendet. Von hier starten wir nun und nehmen euch mit auf die Insel Öland, die zweitgrößte Insel Schwedens. Und dann zurück aufs Festland, wo wir den Store Mosse Nationalpark erkunden und im Anschluss wieder einen traumhaften Stellplatz an einem der vielen Seen Schwedens finden. Viel Spaß! Schaut mal, was wir für neue Kaffeebecher haben. Vielen, vielen Dank an unsere Freunde in Hamburg, die uns den geschenkt und geschickt haben. Da schmeckt der Kaffee morgens gleich doppelt so gut. So, wir sind jetzt gerade rübergefahren nach Öland, auf die, ich glaube, größte Insel Schwedens, hier ganz im Südosten des Landes. Haben diesen Stellplatz hier gefunden, direkt am Meer, sehr, sehr cool. Also ist jetzt kein irgendwie kilometerlanger Sandstrand, sondern alles irgendwie aus Steinen, aber trotzdem sehr, sehr schön, direkt am Wasser. Das Coole ist, in die Richtung ist Westen. Das heißt, wir können endlich nach langer Zeit mal wieder einen Sonnenuntergang über dem Wasser sehen, also hoffentlich zumindest. Mal schauen, wie sich die Wolken entwickeln. Ja, bei euch sieht es jetzt alles gerade überbelichtet aus, aber ein bisschen blauer Himmel ist da. Und ja, der Sonnenuntergang, gut, der wird sehr, sehr spät sein, wahrscheinlich wie 23 Uhr, weil wir haben ja Sommer und es ist Schweden, aber wir sind gespannt. Heute ist ein sehr stürmischer Tag und schlechtes Wetter und deswegen haben wir den Tag eigentlich nur hier drin verbracht. Was noch cooler geworden ist, weil wir haben uns inzwischen einen Fernseher angeschafft. Tina guckt schon wieder irgendeinen Quatsch auf Netflix. Ja, wir haben unser Heimkinosystem abgegradet von einem iPad auf einen Fernseher. Und da wir jetzt unlimitiertes Datenvolumen haben und schnelles WLAN, läuft das auch richtig gut. Ja. Direkt neben unserem Stellplatz hier stehen 9 historische Häuser. Sie bilden das Fischerdorf Brudesta, das seit Jahrzehnten verlassen ist und seit 1985 unter Denkmalschutz steht. Heute kann es als eine Art offenes Freilichtmuseum besichtigt werden. Es gibt zwar nur eine einzige Infotafel und dies leider ausschließlich auf Schwedisch, aber Wikipedia hat uns verraten, dass wir hier neben den redgedeckten Häusern auch ein historisches Boot, Bootsanleger und einen Kalkbrennofen sehen, wie sie es hier in der Region früher vielerorts gab. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass
up and down. I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. Where will it take? Tell me why the wait up and down. I'm moving around. Ach herrlich, das war echt ein richtig cooler Stellplatz. Wir sind direkt einfach mal länger geblieben als geplant. Aber jetzt ziehen wir weiter. Wir wollen erst noch ein bisschen über die Insel fahren, über Öland und uns hier ein bisschen umschauen. Und dann geht es zurück aufs Festland, denn wir haben den ersten Nationalpark in unser Navi eingegeben. Es geht nach Store Mosse, heißt er, glaube ich. Seid gespannt. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're bringing down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Don't make me. So, für alle, die sich gewundert haben, ja, Tina kann dieses Auto fahren. Und das ist eine freudige Erwähnung wert, denn auch wenn Tina einen Führerschein hat, hat sie sich bisher nicht an das große Auto getraut. Die kleine Küstenstraße hier ohne viel Verkehr war eine perfekte Teststrecke und ich finde, sie hat sich sehr gut geschlagen. Endlich kann ich auch während der Fahrt arbeiten. Öland ist neben seiner endlos langen Küsten, der landwirtschaftlichen Nutzung sowie den Naturreservaten und Vogelschutzgebieten vor allem für seine Windmühlen bekannt. Rund 400 von einst über 2000 gibt es hier heute noch. Im 19. Jahrhundert hatte sich der Besitz einer Mühle zum bäuerlichen Statussymbol entwickelt und nahezu jeder Hof baute sich eine, die dann ausschließlich für den Eigenbedarf bestimmt war. Die 400 verbliebenen Mühlen werden heute geschützt und prägen das Landschaftsbild Ölands merklich. Im Naturreservat Ottenby an der Südspitze Ölands gibt es nicht nur einen großen Leuchtturm, sondern vor allem unzählige Vogelarten zu bestaunen. Auch Robben soll man hier sehen können, das Glück hatten wir aber leider nicht. Und da uns der Wind um die Ohren pfiff und wir auch kein gutes Fernglas haben, sind wir nach einer kurzen Runde schon wieder weitergezogen. Fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken, we fall apart. So, nachdem wir gerade das erste Mal Supermarkt in Schweden hinter uns gebracht haben und extra in Lidl gefahren sind, damit es nicht so teuer wird, und es ging auch von den Preisen, fand ich, nicht so schlimm wie erwartet, ja,
steht jetzt das erste Mal Tanken in Schweden an. Und da wissen wir schon, wie teuer es wird, weil es steht ja immer netterweise dran. Diesel, der Liter kostet 16,22 Kronen, also 1,62 € für einen Liter Diesel. Das wird teuer. Ja, knapp 130 €, 125 müssen wir dann mal gucken. Spritsparen ist angesagt. Ja, 125,90 € für 970 Kilometer Reichweite. Teures Vergnügen, dieses Autofahren in Schweden. Dafür ist es schön. Nach einer sehr entspannten Nacht hier auf dem Parkplatz vom Nationalpark, nein, 2 entspannten Nächten, denn wir sind den ganzen gestrigen Tag hier geblieben, weil es geregnet hat, nicht so gutes Wetter war. Die Zeit haben wir dann genutzt, um am nächsten Video zu arbeiten. Aber jetzt starten wir auf die Wanderung im Store Mosse Nationalpark. Wir gehen die 12 Kilometer lange Route einmal um den See rum. Jeder Nationalpark in Schweden, und das sind 30 Stück über das Land verteilt, hat ein sogenanntes Naturum, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist im Grunde ein Nationalparkzentrum, das ist das hier. Leider stehen hier überall Schilder, dass es aktuell geschlossen ist, wegen Corona. Das ist schade, aber ja, dann muss der tatsächliche Park eben sprechen. Ich finde es jetzt schon cool mit diesen Wegen hier. Wie geil ist das denn? Ja, mega praktisch. Also, gut, hätte man auch als App machen können vielleicht, weiß ich nicht. Gibt es vielleicht auch als App. Aber das ist ja mal mega praktisch. Mist, das habe ich mich gerade so gefreut, aber ich hatte ein falsches Pamphlet genommen, hier für so einen 1 Kilometer Wanderweg. Es gibt das Ganze auch für den großen, aber das ist dann nur noch auf Schwedisch verfügbar. Da sind wir wahrscheinlich zu spät aufgestanden heute. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling.
This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side? I know I could get his attention if I worked it all out. And we got a little tipsy on a Saturday night. Yeah, I want him and I need him. He's got a one-way ticket to my heart. Ticket to my heart. He's got a one-way. Move a little closer without letting him see. My hands are shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but don't stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side? I know I could get his attention if I worked it all out. And we got a little tipsy on a Saturday night. Yeah, I want him and I need him. He's got a one-way ticket to my heart. Ticket to my heart. He's got a one-way. This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip on myself. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side? I know I could get his attention if I worked it all. Wir sind jetzt gleich am Ende angelangt. Es war richtig, richtig cool. Also es gab jetzt keine klassisch total spektakulären Aussichten oder so, aber es war einfach schön. Ja. Ein schöner Spaziergang hier in der Natur. Kann man empfehlen. Jo. To my heart. He's got a one-way. Stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste it. Ach, Schweden. Ich glaube, hier bleiben wir erstmal 1, 2 Nächte. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste this. Inzwischen haben wir den wundervollen Stellplatz am See verlassen und sind weitergezogen. Man könnte auch sagen, wir mussten ihn verlassen, aber das erzählen wir euch in Ruhe im nächsten Video.
Da nehmen wir euch dann auch mit in den tollen Tivens Nationalpark, fahren zurück an die Ostküste und von dort immer weiter in Richtung Norden. An dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle von euch, die uns Tipps und Ausflugsziele empfohlen haben. Da waren definitiv ein paar richtig coole Sachen dabei, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Unsere Google-Karte, auf der wir immer die Ziele markieren, die wir vielleicht noch anfahren wollen, wird voller und voller. Also vielen Dank dafür. Ich befürchte nur, es wird wieder mal nicht ansatzweise ausreichend Zeit bleiben, um uns all die tollen Sachen anzuschauen, die Schweden zu bieten hat. Aber das ist ja auch okay. Wir versuchen uns unsere Highlights rauszupicken und Schweden in vollen Zügen zu genießen. Wenn ihr Lust habt, uns dabei weiter zu verfolgen, klickt gerne unten auf den Abo-Button, um kein neues Video von uns zu verpassen. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Das freut uns wie immer sehr. Jetzt beenden wir das Video aber. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz liebe Grüße aus Schweden und bis zum nächsten Mal.